Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Ich hoffe, ich habe euch in meinem letzten Video etwas neugierig auf weitere Inhalte zu Lost Ark gemacht. In diesem Video erfahren wir alles zu den Supporter-Klassen. Die Klassen in MMOs werden ja üblicherweise in 3 Kategorien unterteilt. Das sind im Einzelnen Tanks, DDs und Supporter. Dies ist in Lost Ark etwas anders gelöst, da wir keine reine Klassifizierung haben. Das ist aber alles richtig so gewollt und Teil des Spiels. Noch kurz vorweg eine Erklärung zum Spiel. Jede Klasse besitzt eine sogenannte Identität. So nennt sich das Feld, welches sich in der Mitte der Spellleiste befindet. Sie wird je nach Klasse aufgeladen oder genutzt und bildet eine grundlegende Eigenschaft für alle Chars. Die Identität macht die Chars so individuell und besonders in ihrer Spielweise. Zudem haben unsere Chars Einstufungen. Die erste Einstufung beginnt mit der Klasse. Die zweite Einstufung ist die Unterkategorie zur Klasse. Diese wird ab Level 10 zur Auswahl stehen. Und abschließend die dritte Einstufung, die Gravur. Mit der Gravur legen wir die Richtung unseres Chars fest. Gravuren können im späteren Spielverlauf dazu gewonnen werden. So ändern sich Gravuren teils auch mit unterschiedlichem Gear, welches wir im späteren Spielverlauf erhalten werden. Gravuren verstärken Spells und schwächen wiederum andere. Doch kommen wir zurück zum Thema Supporter in Lost Ark. Das können zum einen Healer sein, das können aber auch Charaktere sein, die auf jede erdenkliche andere Art die anderen Mitstreiter unterstützen, sei es durch Buffs oder Crowd Control. Unter Supporter fällt hier auch die ein oder andere Tank-Klasse im Spiel, aber dazu später mehr. Zum Auftakt am 11.02.2022 stehen uns 2 reine Supporter zur Verfügung. Zum einen die Bardin aus der Klasse der Magier und der Paladin aus der Klasse der Krieger. Zur Spielweise in Lost Ark muss erwähnt werden, dass wir mit jedem Char Damage machen müssen. Wir stellen uns nicht in irgendeine Ecke und spammen Heals. Stürzen wir uns zunächst auf die Bardin. Die Bardin ist als Identität mit einer Harfe ausgestattet. Sobald sie Damage austeilt, füllen sich die 3 Violen an ihrer Harfe langsam auf. Damit schaltet sie 2 Spells frei. Auf der linken Seite den Spell die Serenade des Mutes und auf der rechten Seite den Spell die Serenade der Erlösung. Der linke ist ein Damage Buff und der rechte ein Heal Spell, welcher nicht nur für sie, sondern auch für die in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder zählt. Der Heal Spell wird als Hot ausgeführt, also als Heal over Time. Der Damage Buff verstärkt die Gruppe für bis zu 15% über eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie viel Fiolen in der Harfe aufgefüllt sind, verstärken sich die Spells. Je nach Gravur und Skillung sind wir nicht mit beiden Spells gleich stark, können aber beide benutzen. Sobald die Fiolen von gelber Färbung in blau angezeigt werden, sind sie voll aufgefüllt. Wichtig zu wissen ist, dass die Bonis nur in vollen Füllungen angerechnet werden. Da bei Benutzung eines der beiden Spells aber die kompletten Fiolen aufgebraucht werden, solltet ihr das richtige Timing fahren, um so viel wie möglich aus eurem Char rauszuholen. Wir sollten uns gleich anfangs schon bemühen, den Char zu beherrschen, um später eine gewisse Routine zu entwickeln. In der Levelphase ist die Bardin etwas zäher als andere Chars. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch Unterstützung sucht und euch in jeden Dungeon stürzt. Sie kann zwar als DD gespielt werden, aber eine wirklich gute Figur macht sie dabei nicht. Sie trägt halt das typische Supporter-Schicksal wie in anderen MMOs auch. Zusätzlich hat die Bardin noch so etwas wie Schilder im Gepäck, welche sie in der Gruppe einsetzen kann. Mit ihrem normalen Auto-Hit stunt sie für kurze Zeit Gegner. Zudem besitzt sie einen AE-Stun und viele weitere Möglichkeiten ins Spielgeschehen einzugreifen. Die Position der Bardin ist die Mid- und Long-Range. Im PvP sollte man sie nicht unterschätzen, denn dort kann sie mächtig stark austeilen und ist durch ihre Stunts eine sehr nervige Gegnerin. In Dungeons seid ihr immer willkommen und absolut gefragt. Ihr werdet also bevorzugt als Supporter mitgenommen. Kommen wir zum Paladin, im Englischen Holy Knight. Er stammt aus der Klasse der Krieger. Seine Identität ist das heilige Spirituelle und als große goldene Kugel in der Spellleiste gekennzeichnet. Wir haben auf der linken Seite der Kugel den Spell Heiliger Vollstrecker und auf der rechten Seite den Spell Heilige Aura. Die Zuteilung ist ganz einfach. Der linke Spell verstärkt unsere blau gekennzeichneten Spells. Die blauen Spells sind für uns als Support-Paladin aber uninteressant. Der rechte Spell verstärkt unsere goldenen Spells. Als Support-Paladin wollen wir genau das. In Zusammenhang mit der passenden Gravur zählen eure Spells von der Identität nicht nur für euch, sondern auch für die ganze Gruppe. Als Paladin arbeitet ihr hauptsächlich mit Damage-Buffs und kleine AE-Hots. Ihr habt mit ihm eine starke Rüstung und seid damit relativ tanky unterwegs. Der Nachteil beim Paladin, er erhält seine wichtigen und gefragten Support-Fähigkeiten erst relativ spät, also im Late-Game über seine Gravur. Er ist ein Melee-Kämpfer und hält sich immer nah am Gegner auf. So solltet ihr euch darauf einstellen, dass ihr mehr passiv
auf die Gruppe wirkt und das später auch eure Rolle sein wird. Als DD kann man den Parler natürlich auch spielen, aber dies kommt erst mit wesentlich höherem Tiergear, beziehungsweise macht erst dort wirklich Sinn. Als Supporter und Damage Booster seid ihr sehr gefragt und werdet überall hin mitgenommen. Als drittes im Bunde stößt zu uns der Pistolenlancer. Er ist der einzige Charm-Spiel, welcher wirklich als Tank bezeichnet werden kann. Im Englischen heißt der Pistolenlancer auch Gunlancer oder Warlord. Er kommt, wie auch der Paladin zuvor, aus der Klasse der Krieger. Als Identität nutzt er eine Energieleiste und stellt damit 2 verschiedene Spells zur Verfügung. Der linke Spell Verteidigungshaltung gibt euch selbst ein richtig fettes Schild. Der rechte Spell Schlachtfeldschild gibt euch und allen Teammitgliedern im Umkreis ein großes Schild. Im späteren Spielverlauf nutzt der Pistolenlancer aber eher sein eigenes Schild, um dieses dann geschickt in seine Rotation mit einzubauen. Er besitzt als einzige Klasse im Spiel einen Spot, welcher einen kurzen Debuff setzt. Zudem kann er durch sein Spell Verteidigungshaltung verdammt viel Damage fressen. Im äußersten Notfall kann er wie zuvor erwähnt sein komplettes Team schilden und damit Schaden von der Gruppe abwenden. Seine eigentliche Gesinnung ist es aber, in jedem Mist drin stehen zu bleiben und seine Rota zu fahren. Er ist natürlich ein Melee-Kämpfer, welcher direkt am Gegner steht. Da ihr die robusteste Klasse im Spiel darstellt, seid ihr selbstverständlich in jeder Gruppe herzlich willkommen. Ihr seid aber vom Movement her so ziemlich die langsamste Klasse im Spiel. Sein Movement ist wohl sein größtes Handicap. Das macht aber nichts. Andere Teammitglieder müssen wissen, er kann nur seine Fähigkeiten ausspielen und richtig gut spielen, wenn er in jeder Rotze drinstehen darf, und tut er es nicht, wird arg an DPS eingebüßt. Wir haben mit dem Pistolenlancer ein paar große Schadensspells, welche gerade an Bossen sehr viel Schaden verursachen. Ich denke, das war ein kleiner, auch wenn nicht besonders tiefgründiger Einblick in die Supporterklassen. Aber vielleicht könnt ihr euch damit schon einen Vorgeschmack holen und ein bisschen abschätzen, was da auf euch zukommen wird. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir noch ein Abo da und bis bald, euer Tax.